Hallo liebe Freunde der Orchesterelektronik, willkommen zurück. In diesem Video soll es mal um was ganz anderes gehen, aber auch um ein sehr wichtiges Thema, nämlich Kaufberatung bei Orchesterelektronik aus Deutschland und Marktübersicht, ganz wichtig. Kaufberatung insofern, als dass es natürlich sehr viele Angebote gibt, aber wie soll man denn wissen, bei welchem Gerät es sich lohnt zuzuschlagen und vor allen Dingen zu welchem Preis? Natürlich sind Preise immer eine Sache, die was mit Angebot und Nachfrage zu tun haben, aber was mich persönlich schon seit längerer Zeit sehr stört, ist, dass es keinen Preisatlas gibt für deutsche Orchesterelektronik. Praktisch ein Büchlein, wo man nachschauen kann, zu welchen Preisen denn bestimmte Geräte in der Vergangenheit über die Ladentheke gegangen sind. Das gibt es auf einigen Plattformen, zum Beispiel Reverb hat ja eine Möglichkeit, dass man sich anschauen kann, wie so die Preise zu einem Gerät in den letzten Monaten und Jahren waren. Aber Reverb ist auch gleichzeitig eine Plattform, die eher hochpreisig ist, weil dort natürlich auch meistens Geräte verkauft werden, die funktionieren. Ich denke aber, die Marktführer, zumindest hier in Deutschland, bei Verkaufsanzeigen dürften immer noch eBay und eBay Kleinanzeigen sein. Bei eBay Kleinanzeigen haben wir natürlich auch das Problem, es gibt keine Preisübersicht. Einfach deswegen, weil die Plattform eBay Kleinanzeigen natürlich bei der Verkaufsabwicklung nicht unbedingt mit eingeschaltet wird. Das heißt, es ist eine Absprache zwischen Käufer und Verkäufer in privat und deswegen gibt es da Angebotspreise, aber wir wissen bei den meisten Sachen, wenn die Anzeigen verschwinden, nicht, für was es denn tatsächlich verkauft worden ist oder ob es verkauft worden ist. Deswegen habe ich vor einiger Zeit begonnen, mal auf eBay Preise zu sammeln, weil wir auf eBay auf der einen Seite schon die Möglichkeit haben zu sehen, ob ein Gerät verkauft worden ist, mit kleineren Einschränkungen, wie wir nachher noch sehen werden. Und wir können auch sehen, zu welchem Preis es letztlich verkauft worden ist, in den meisten Fällen. Dazu sage ich nachher auch noch mehr. Leider hat eBay aber auch keine zentrale Übersicht, was für Preise bei einem bestimmten Gerätetyp in den letzten Auktionen oder Sofortkaufaktionen tatsächlich erzielt worden sind. Und deswegen versuche ich das für mich privat mal ein bisschen nachzuholen. Ich sammle seit circa einem halben, dreiviertel Jahr, sammle ich wirklich alle relevanten Verkaufsanzeigen bei eBay. Das sieht dann so aus, ich habe das immer gleich aufgebaut. Ich sammle einmal das Ergebnis, also die Einstiegsseite sozusagen, wie viele Gebote, was war das erfolgreiche Gebot. Dann sammle ich einzeln auch die Beschreibungen, weil es bringt ja nichts zu vergleichen, welches Ergebnis hat zum Beispiel eine Clemmed Echolette NG51 erzielt, denn das Ganze kann ja immer nur im Kontext dessen stehen, in welchem Zustand das Gerät war, denn wir reden hier ja nicht von Neugeräten. Das heißt, wir müssen letztlich beim Preis immer differenzieren zwischen einem sehr guten, gewarteten Gerät und einem Gerät, was letztlich eine Ruine ist, und deswegen sammle ich das auch und natürlich auch alle Bilder, die zu der Verkaufsanzeige gehört haben. Wie ich das auswerten werde in Zukunft, das weiß ich noch nicht, aber mein Ziel wäre, dass wir tatsächlich dahin kommen, dass eine Datenbank existieren wird, in der man vergleichen kann, in der man schauen kann, was die Ergebnisse für ein Gerätemodell waren und wo man gegebenenfalls auch ein Gerät, das man selbst zum Kauf ins Auge gefasst hat, vergleichen kann mit Bildern von Geräten, die schon einmal verkauft worden sind. Kann vielleicht auch insofern interessant sein, weil natürlich so ein altes Gerät nach ein paar Jahren eventuell auch nochmal verkauft wird. Und da ist ja immer ganz interessant zu wissen, was für eine Geschichte dahinter steckt, also was hat der Verkäufer beispielsweise beim letzten Mal zu dem Gerät gesagt. Ja, und was ich heute gerne machen möchte, ist wie gesagt eine kleine Kaufberatung und eine Marktübersicht insofern, als dass wir uns aus meinem bisherigen Fundus, es sind momentan so etwa 250 Auktionen und Sofortkaufaktionen, die ich hier gesammelt habe von eBay. Wir wollen einfach uns mal ein paar Dinge anschauen, die ein bisschen exemplarisch sind für das ein oder andere, damit wir mal besprechen können,
Auf was ist zu achten? Was sind so regelmäßige Sachen, die immer wieder in solchen Verkaufsanzeigen auftauchen, die vielleicht Quatsch sind, die vielleicht natürlich auch stimmen und wichtig sind? Und einfach auch solche Dinge mal zu sagen, was aus meiner Sicht ein gutes Angebot war. Die Sachen sind natürlich alle schon verkauft, aber ich könnte mir in Zukunft auch vorstellen, so ein Video in sehr kurzer Form mal einmal im Monat zu machen, um einfach darauf hinzuweisen auf aktuelle Verkaufsanzeigen, die vielleicht interessant sind oder wo man eigentlich auch sagen muss, na hier ein bisschen vorsichtig bitte. Aber wie gesagt, das ist eine Meinungsäußerung von mir. Ich denke, ein kleines bisschen Erfahrung habe ich in den Sachen schon. Ich kaufe ja auch schon seit längerem solche Geräte und habe auch meine guten und auch meine sehr schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es ist und bleibt natürlich eine persönliche Einschätzung der Lage und man kann wie so immer auch anderer Meinung sein. Ja, und wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ich irgendwo aus eurer Sicht Quatsch erzählt habe, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, das ein oder andere, ja, zu diskutieren oder auch euren Standpunkt dazu mal kennenzulernen. Ja, wie gesagt, wir schauen uns jetzt eine ganze Liste von Sachen an. Es kann sein, dass ich in der Nachbearbeitung dieses Videos das ein oder andere vielleicht noch rausnehmen werde, weil es ist wirklich eine sehr lange Liste. Vielleicht wird es aber auch ein langes Video. Man kann ja vorspulen, also insofern müssen wir uns da nicht zögeln. Okay, also dann fangen wir doch mal gleich beim ersten Gerät in meiner kleinen Auswahlliste an. Eine Verkaufsanzeige, die in gewisser Weise auch relativ typisch ist. Einmal 20 Gebote und der Preis so irgendwo bei 300 Euro. Das sind Preise, die man bei der Klemmt Echolette NG51S relativ häufig sieht. Ob sie gerechtfertigt sind, das werden wir vielleicht noch sehen, aber wir sehen zumindest schon mal der beliebteste Fehler. Klemmt Echolette 5 ist ganz klar. Hier vorne, dieses S wird oft für eine 5 gehalten. Und wenn der Verkäufer gar nicht so richtig weiß, was er da hat, oder wenn er auch jetzt nicht weiter nachgegoogelt hat, dann kommt dann halt sowas bei raus. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden, aber ist ein relativ bekannter Fehler. Okay, jetzt schauen wir uns doch bei dem Gerät mal an, was da für eine Beschreibung dazu gehört. Der Verkäufer schreibt Klemmt Echolette 5. In schönem altersgemäßen Zustand, bis zuletzt funktioniert, aber schon ewig her, daher ohne Garantie, wegen des neuen EU-Recht ohne Garantie und Rücknahme. Ja, dann gucken wir uns das doch nochmal an, der schöne altersgemäße Zustand. Ja, kann man jetzt nicht so viel dagegen sagen. Wir haben natürlich hier die Themen, dass hier immer Abplatzer sind mit Roststellen unten drunter. Das ist nicht selten so. Hier hat das Gehäuse aber mal ein Schlagwerk bekommen. Sieht man, das Stahlblech ist hier ordentlich eingedellt. Der Tragegriff sieht noch sehr gut aus. Aber hier vorne ist irgendwas eingebaut, was da nicht hingehört. So eine Bananenbuchse. Wissen wir nicht, was das ist. Schreibt der Verkäufer auch nichts zu. Was ich jetzt zumindest schon mal sehe, ist, dass das ein Gerät ist, das schon ab Werk mit Klinkenbuchsen verkauft wurde. Der Unterschied zu den DIN-Buchsen ist, dass hier halt die kleinen Löcher fehlen, wo die DIN-Buchsen befestigt waren. Also anders gesagt, es gibt auch Geräte, die ab Werk mit DIN-Buchsen, also ihr seht das ja hier, ausgeliefert worden sind. Und irgendwer hat das mal umgebaut auf einen Klinkeneingang, einfach weil DIN ja heutzutage auch nicht mehr so weit verbreitet ist. Aber das Gerät ist wirklich eins, was mit Klinkeneingängen kam, weil eben hier diese kleinen Schraubenlöcher, die wären sonst einfach da, auch wenn das jemand umbaut. Also wir haben ein Gerät der zweiten Serie, ab 1963 etwa. Also da drin wird die Platinenvariante zu finden sein. Aber wir haben natürlich keine Bilder von innen. Viel sehen wir nicht. Also der Verkäufer hat das Gerät, in welchem Zustand es auch immer ist, eingeschaltet. Man sieht hier, das magische Band ist an. Da kann ich jetzt an und für sich auch noch nichts Seltsames dran sehen. Also
vielleicht sehen wir nachher nochmal ein Beispiel. Manchmal sind die magischen Bänder, sind die beiden Bänder hier, die von der Seite sich ja nach der Mitte hin schließen, obwohl nichts angeschlossen ist, schon fast zu. Also da kann man mit Sicherheit sagen, dass da irgendwas nicht stimmt, aber das hier sieht eigentlich relativ normal aus. Ja, und das waren die Bilder, mehr sehen wir nicht. Gut, schauen wir nochmal kurz auf den Text. Da steht also in schönem altersgemäßen Zustand, also es ist kein besonders schlechter Zustand von außen, aber wir haben eben keine Bilder von innen. Da könnte alles drin sein, da könnte ein Vogelnest drin sein, wer weiß das schon. Bis zuletzt funktioniert aber schon ewig her. Naja, ich denke, da muss man jetzt nicht tiefer ins Detail gehen, aber ob ein Gerät vor 20 Jahren funktioniert hat, das ist kein Kriterium, ob es heute funktioniert. Einfach, weil in elektrischen Geräten unter Umständen ja auch Bauteile drin sind, die altern, egal ob sie verwendet werden oder nicht. Röhren nicht so. Eine gute Röhre, die kann 30 Jahre stehen. Wenn da nicht irgendwelche mechanischen Einwirkungen sind oder dass irgendwas anderes von außen einwirkt, um sie kaputt zu machen, dann sind die auch dann noch okay. Aber wir haben natürlich Elektrolytkondensatoren, die austrocknen. In den Geräten sind teilweise auch noch alte Papierölkondensatoren, Teerkondensatoren, die einfach auch nicht gut altern. Also ob ein Gerät vor 20 Jahren, als man es eingemottet hat, funktioniert hat, das ist für heute völlig irrelevant. Ich würde da immer von ausgehen, es braucht definitiv eine Wartung und es funktioniert nicht. Punkt. Ja, ohne Garantie und der Verweis auf dieses ominöse neue EU-Recht, da kann man ohne Rechtsanwalt zu sein einfach sagen, dass dieser Satz hier absoluter Bullshit ist. Privatverkäufer müssen keine Garantie oder Rücknahme anbieten, was aber auch Privatverkäufer machen müssen, ist die Wahrheit sagen. Also sprich, wenn jetzt hier jemand sagt, das Gerät funktioniert einwandfrei und ihr kriegt es dann und es funktioniert nicht, dann gibt es kein EU-Recht, das diesem Mann sagt, er muss es nicht zurücknehmen. Er muss es definitiv zurücknehmen, weil die Sachen in einer Verkaufsanzeige, die müssen stimmen. Und wenn sie nicht stimmen, dann ist der Vertrag nicht zustande gekommen, weil ich habe ja ein funktionierendes Gerät gekauft. Dann muss er es auch zurücknehmen. Aber gut, er möchte es nicht zurücknehmen, ohne Garantie. Es hat vor unbestimmter Zeit mal funktioniert. Das wäre für mich ein Grund, dieses Gerät nicht haben zu wollen. Und deswegen finde ich auch, dass der Preis und die vielen Gebote, die es da gibt, ein bisschen überzogen sind. Das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Das wissen wir einfach nicht. Ja, gucken wir uns mal das nächste Gerät an. Das ist hier in der Liste gleich das darauffolgende. Diesmal haben wir eine Echolette M80, also einen Verstärker. Ihr seht schon, also die Preise, es gibt da irgendwie ein System. Also ich habe das Gefühl, dass die Geräte der Gold-Serie, die enden oft bei irgendwo 300 Euro. Leider sehr unabhängig davon, ob sie Ruinen sind oder gut gewartet sind. Vielleicht verliere ich da nachher auch nochmal ein Wort zu. Aber das ist so eine seltsame Geschichte, die mir schon aufgefallen ist. Das scheint irgendwo so der Endpreis zu sein. Auch wieder so um die 20 Gebote. Und wir haben hier vor uns ein auf den ersten Blick sehr schön aussehender M80. Gucken wir uns mal die Beschreibung an. Klemmt-Echolette M80 in schönem altersmäßigen Zustand. Bis zuletzt funktioniert aber schon ewig her. Ah, das kennen wir doch schon. Ja, das ist nämlich der gleiche Verkäufer. Also hierüber müssen wir gerade nicht mehr reden. Schauen wir uns einfach mal das Gerät an. Ah, da sieht der Kenner schon eine Geschichte, nämlich das ist der Aufkleber von Volker Städel, also von Bobbys Reparaturen. Dieses Gerät war irgendwann in seinem Leben mal bei Bobby zur Reparatur. Wann auch immer. Ja, schöner altersgemäßer Zustand, da kann man jetzt erstmal nichts Gegenteiliges behaupten. Das Gerät sieht von außen jetzt mal vollkommen okay aus. Wobei wir da nicht wirklich vielsagende Bilder haben. Vorne ist halt alles okay. Hinten und ja, dann haben wir noch ein Bild von oben. Also eben hat man ja zum Beispiel bei der Echolette gesehen, bei der NG51, dass hier an der Seite eine ordentliche Delle war. Da haben wir jetzt gar keine Bilder. Ja, was natürlich auch hier fehlt, sind Bilder aus dem Inneren.
Das ist sehr schade, weil das Äußere natürlich erstmal nur Kosmetik ist. Wie es innen aussieht, würde mich interessieren. Und beim M80 würde mich auch interessieren, was sind denn da für Röhren drin? Sind da eventuell sogar noch die Original EL503 drin? Denn diese EL503, die hier in der Endstufe benutzt wurden ab Werk, die sind relativ selten. Und da geht eine Röhre auch schon mal für 120 Euro über den Ladentisch. Das heißt, das ist ja auch wichtig zu wissen, ob da noch Wertsachen drin stecken in dem Sinne. Und wenn da tatsächlich die Original ECC 808 und die EL503 drin wären, dann wäre dieser Preis überhaupt nicht schlecht. Wenn da allerdings eventuell gar keine Röhren drin sind, oder das Ganze ist umgebaut worden, so wie zum Beispiel bei meinem M80, dann ist der Preis vielleicht nicht mehr gut, vielleicht ist er auch noch gut, man weiß es halt nicht, in welchem Zustand dieses Gerät ist. Also bei solchen Bildern müsste man eigentlich beim Verkäufer nochmal nachfragen und nachhaken, was da eigentlich genau gemacht worden ist und ob er vielleicht noch ein paar Bilder aus dem Inneren nachliefern kann, weil es ist letztlich ja so, man löst 4 Schrauben, 2 an jeder Seite und dann kann man den Verstärker aus dem Goldkäfig rausziehen. Das kann jeder, auch jemand, der sich nicht mit Technik auskennt, kann das machen. Und ich fände es manchmal besser, wenn die Verkäufer da auch was aus dem Inneren zeigen. Denn dann könntet ihr als Kaufinteressenten vielleicht das auch selbst beurteilen oder zumindest auch jemandem zeigen, der sich damit auskennt, ob dieser Verstärker noch zu retten ist, was in etwa gemacht werden muss und bis zu welchem Preis sich das vielleicht lohnen würde. So leider etwas wenig aussagekräftig. Ja, das nächste Gerät in der Liste ist ein Dynacord Eminent EMT. Das schreit einen ja praktisch schon an hier. Rarität selten. Ja, Rarität selten. Weiß ich nicht. Kommt vielleicht drauf an, in welchem Land man lebt. Also in dieser Auswahl von Angeboten auf eBay, die ich hier habe, also das ist jetzt ein Zeitraum, den ich ausgewählt habe, von vielleicht 4 Monaten. Da gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück von dem. 11 Stück von dem. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Rarität und selten schreiben kann, wenn es innerhalb von 4, 5 Monaten 11 Mal dieses Gerät zu kaufen gibt. Deswegen ist das hier auch wieder Bullshit-Bingo, um die Leute anzufixen. 11 Mal in 4 Monaten, also wenn ihr hier ein Gerät seht und da gibt es was, was ein bisschen seltsam ist, dann kann man vielleicht auch einfach nochmal warten, weil es wird der nächste schon bald am Horizont erscheinen. Aktuell, zum Zeitpunkt, als ich dieses Video mache, ist auf eBay Kleinanzeigen übrigens ein Angebot, da kann man 16 Stück von diesen Eminent EMT im Konvolut kaufen, plus noch 2 MV46, glaube ich, und das Ganze für 1500 Euro. 1500 Euro geteilt durch 18, also da seht ihr schon, da würdet ihr noch mit etwas weniger pro Stück rauskommen. Und da kann man bestimmt einen funktionierenden raus zusammenbauen. Aber natürlich 18 Stück ist viel, das muss man erstmal irgendwo unterbringen und 1500 Euro muss man auch erstmal unterbringen. Aber diese Geräte, die wurden oft gebaut, die sind wirklich schon in einer relativ großen Stückzahl verkauft worden, so Anfang, Mitte der 60er Jahre. Da hat die Massenproduktion von solchen Geräten auch eingesetzt. Also ob das eine Rarität ist, weiß ich nicht. Eine Rarität wäre es, wenn er wirklich in einem Mint-Zustand wäre und auch in einem perfekt funktionierenden Zustand. Da könnte man vielleicht wirklich von Rarität sprechen, aber ob wir das haben, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Gucken wir erstmal in die Beschreibung rein. Ah, da gibt es keine. Das ist schlecht. Also ist alles, was wir haben, die Bilder. So. Was positiv ist, ist, dass wir hier natürlich noch Originalknöpfe haben. Mit ein bisschen Rost dran. Ja, auch hier sieht ein bisschen schmutzig aus von außen.
Das sind Alterserscheinungen, ne? Da auch Rost von außen, das ist nicht sonderlich schön. Auch hier ist was gemacht worden. Da waren natürlich keine Bananenbuchsen drin und auch keine Klinkenbuchsen, sondern so alte Lautsprecherstecker. Also hier ist schon ordentlich was umgebaut worden und das hier ist auch so nicht da gewesen. Gucken wir mal weiter. Okay, was sehen wir? Wir sehen, dass hier einer von den großen Elkos schon mal ausgetauscht worden ist. Das ist gut. Hier müsste doch eigentlich die Gleichrichterröhre sitzen, oder Freunde? Was sagt ihr? Da gucken wir mal ganz kurz. Immer wenn ich nicht weiß, was in so einem Gerät standardmäßig drin ist, dann gucke ich einfach mal hier auf www.bandecho.de, Archiv Hans Ohms, und lass mir da anzeigen, mit was wir es zu tun haben. Ja, einmal GZ34, Gleichrichterröhre. Nicht mehr drin, aber ein Röhrensockel. Ich vermute, dass da jemand in den Röhrensockel einfach Dioden reingesetzt hat. Ja, was sehen wir noch? Hier sind 2 Elkos ausgetauscht gegen neueres, ansonsten aber noch viel älteres Zeug. Ja, also da wird man sicherlich auch was machen müssen. Ob die noch so gut sind, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, hier sieht man es auch. In dem Röhrensockel, da ist irgendwie, sieht das so aus, als ob der hier zugegossen ist, vielleicht mit Heißkleber. Also da hat jemand vermutlich einfach Dioden reingemacht zur Gleichrichtung. Ja, da sieht man es auch nochmal. Der ist schön, ja, da sieht man sogar die Dioden und der ist ausgegossen. Okay, also da hat jemand die Gleichrichterröhre durch eine Diodengleichrichtung ersetzt. Gut, kann man machen. Ist natürlich etwas ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Ja, schauen wir mal weiter. Also hier gibt es nicht viel sonst, was man sagen kann. Also es ist ein Verstärker, an dem auf jeden Fall schon mal was gearbeitet worden ist. Auch nicht unbedingt schlecht gemacht. Aber hier sind halt auch noch so ein paar Altlasten, Koppelkondensatoren, die auch noch, ja, die vielleicht auch mittlerweile mal gewechselt werden sollten, weil die uralt sind. Also man kann sagen, dass in das Gerät vielleicht auch noch das ein oder andere reinzustecken sein wird. Und der Preis war 163 Euro, also man sieht auch wieder einiges an Angebotsaktivität. Ja. Ja, ob der Preis dafür gut ist, schwierig zu bewerten. Ich werde jetzt mal die erzielten Preise von den anderen Auktionen, weil wie gesagt, das Ding gab es ja 11 Mal in den letzten 4 Monaten, werde ich jetzt mal kurz einblenden, damit wir das in Beziehung zueinander setzen können in etwa. Ja, aber jetzt kommt's, Freunde. Das Beste hebe ich mir bis zum Schluss auf. Wir sehen hier dieses Gerät für 163 Euro. Aber genau dasselbe Gerät wurde nochmal verkauft, etwas später im Jahr, für 238 Euro. Und mit 30 geboten. Und inhaltlich hat sich ein bisschen was geändert. Bitte entnehmen Sie den genauen Zustand und Lieferumfang den Bildern. Das Gerät lässt sich einschalten, weiter wurde es nicht geprüft. Tja, wie beurteilt man das jetzt? Also dieses Gerät wurde nochmal verkauft. Der Verkäufer schreibt nicht, dass der erste Käufer nicht bezahlt hat. Gibt es ja auch manchmal. Aber er schreibt mittlerweile ein bisschen mehr Infos dazu. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der erste Käufer das Gerät bekommen hat. Und hat festgestellt, dass das weitaus schlechter ist, als er vermutet hat. Und dass es deswegen zurückging. Und der Verkäufer hat dann noch hinzugefügt, das Gerät lässt sich einschalten, aber mehr ist nicht. Ja, also das ist leider auch, oder was heißt leider, das ist eine Sache, die man auch relativ häufig sieht, dass manche Geräte plötzlich wieder zum Verkauf stehen. Manchmal vom selben Verkäufer, manchmal von einem anderen Verkäufer. Okay, gut. Also, das nächste Gerät. Ein Dynacord Busking. Das ist derselbe Verkäufer. Also man sieht auch hier wieder Rarität selten. Beim Busking
Mag das stimmen? Beschreibung. Bitte entnehmen Sie den genauen Zustand und Lieferumfang den Bildern. Das Gerät ist soweit funktionsfähig. Okay. Ja. Da steht ja auch ein Aufkleber. Okay, dann wird es wohl funktionsfähig sein. Aber das Gerät ist halt echt in einem beklagenswerten Zustand. Hier fehlen auch Buchsen. Rost, Rost, Rost. Das hier sieht aus, als ob es ziemlich schlecht nachlackiert ist. Ja. Was bedeutet denn hier funktionsfähig? Würde mich jetzt mal interessieren. Das Gerät einschalten und hier geht das Licht an. Das ist nur eine relativ kleine technische Hürde. Ob das wirklich funktionsfähig ist, weil man muss ja immer sehen, also die Ansprüche, die man an das Wort funktionsfähig hat, die können zwischen Verkäufer und Käufer natürlich stark schwanken. Ich als Verkäufer, wenn jemand sagt, das Gerät ist funktionsfähig, dann höre ich mich praktisch schon darüber spielen und es klingt super. Der Verkäufer, der vielleicht auch kein Musiker ist, der hat kein Instrument, kein Kabel, kein Lautsprecher, der schaltet das Gerät ein. Ja, allein das schon, Röhrenverstärker ist schwierig, gell? Röhrenverstärker ohne Boxen einschalten, das wäre ja schon mal eine ziemliche Kacke. Also was ist hier genau getestet worden? Also soweit funktionsfähig, wenn man da wirklich Interesse an so einem Gerät hat, muss man eigentlich beim Verkäufer gezielt nachfragen, was haben Sie denn genau geprüft? Was bedeutet das denn, es ist soweit funktionsfähig? Und wenn dann solche Sachen kommen wie, naja, ich habe es eingeschaltet und das Licht ging an, da kann man sich seinen Teil denken. Also ein Licht und ein Schalter und eine Stromquelle, das ist noch kein Verstärker. Ja, wie gesagt, wenn es auch noch ohne Lautsprecher gefahren worden ist, dann ist das Gerät eh nichts mehr. Also da muss man einfach nachfragen und 124 Euro ist für den einen viel Geld, für den anderen ist es nicht viel Geld. Es kann natürlich auch Leute geben, die sich sagen, ja 124 Euro, das ist so günstig für mich. Das Ding, das bereite ich mir wieder auf und wenn ich da nochmal 300 Euro reinstecke, ist mir das auch egal. Das ist halt das Thema. Was möchte man haben? Wie viel kann man ausgeben? Ob das ein guter Preis ist, das erschließt sich anhand von der Beschreibung und von den Bildern leider nicht. Ich vermute, in dem Fall vielleicht noch, böse gesagt, geschenkt ist noch zu teuer. Das nächste Gerät. Da haben wir auch wieder eine interessante Doublette, weil dieses Gerät ist später nochmal verkauft worden. Auch vom selben Verkäufer. Beim zweiten Mal ist es für etwas günstiger verkauft worden. Beim ersten Mal war der Artikelzustand gebraucht und beim zweiten Mal wurde defekt angegeben, vermutlich weil der erste Käufer auch hier festgestellt hat, dass das Gerät nicht funktionstüchtig ist. Aber schauen wir uns erstmal kurz die Beschreibung von dem Gerät an. Keine Beschreibung. Ah ja, okay. Beim zweiten Mal keine Beschreibung und beim ersten Mal gab es eine Beschreibung, klemmt Echolette 5, wieder der Fehler, Goldbox, ja, das ist natürlich Goldkäfig, Gold Cage, Röhrendelay, Effektgerät, Bandecho, Röhrenverstärker. Bitte entnehmen Sie den genauen Zustand und Lieferumfang den Bildern. Sprich, der Verkäufer weiß nichts über den Zustand, deswegen hat er Fotos gemacht und überlässt das Einschätzen ganz euch. Das ist auch gut, da kann man nichts Falsches sagen, wo einem hinterher einer an den Karren fahren kann. Das Gerät lässt sich einschalten, das Band dreht sich, alle Regler lassen sich drehen, weiter wurde das Gerät nicht geprüft. Ja, Kenner wissen an dieser Stelle schon Bescheid. Gucken wir mal, was ist auf den Bildern noch. Oh je, oh je, oh je. Also, was ich hier sehe, sind natürlich erstmal, das Gerät wurde schon mal gereinigt. Das heißt, hier wurde fachmännisch der alte Schmutz entfernt. Gut, da ist was draufgeschrieben. Juan. Ja, doch, Juan. Vielleicht war das ein Vorbesitzer. Ich sehe aber auch noch andere Sachen. Hier das Gerät mal einen schönen Schlag wegbekommen. Motorkondensator ist noch original. Die Elkos aus dem Netzteil, zumindest der eine, sind auch noch original.
Was ich aber hier sehe, und das ist nicht schlecht, wir haben hier 1, 2, 3, halt 1, 2, 3, ja, könnte 4 vielleicht sein, aber zumindest 3 Tonköpfe, die von Bobby Städel gewickelt wurden. Das ist ganz typisch. Der Bobby hat hier nie diesen Abschirmschlauch noch drüber gemacht. Also das sind neu gewickelte Tonköpfe. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der hier vielleicht auch. Der hier scheint noch original zu sein. Aber zumindest von den Tonköpfen her ist das hier schon mal nicht schlecht. Da können wir vermutlich von ausgehen, dass die super funktionieren. Ja, was ich noch sehe ist, dass das eine Echolette von, eine sehr frühe Echolette ist. Man sieht es erstens mal an dem Siemens Motorkondensator und auch hier die Rippen des Motors. Das ist so ein Papstmotor alter Bauweise. Also die sahen später etwas anders aus von den Motorrippen. Das heißt, wir haben es hier mit einem älteren Gerät auf jeden Fall zu tun. Ja, was sehen wir noch? Also wie gesagt, das ist schon mal gereinigt worden. Das ist an und für sich gar nicht schlecht. Ja, Röhren, da scheint alles Mögliche drin zu sein. Gut, solche Sachen hier. Es ist ja so, dass die beiden ECC 83 aus dem Eingangsverstärker und aus dem Wiedergabeverstärker, die sind auf so Gummipuffern befestigt. Also die Röhrensockel sind auf Gummipuffer geschraubt, einfach um das ein bisschen zu entkoppeln. Also da werden ja Kleinstsignale verstärkt. Und normalerweise sind hier auch noch Becher drum gewesen, einfach um da Störungen fernzuhalten, also Mikrofonie klein zu halten und Erschütterungen abzuhalten. Bei diesen Kleinstsignalröhren wurde das hier so gemacht. Und diese Gummipuffer, die zerbröseln, wenn man die schräg anguckt. Das ist heute leider so. Ich habe auch schon Geräte gesehen, wo der Gummi komplett weg war und dann hat jemand einfach was gebaut, damit dieser Röhrensockel fixiert ist, so wie das bei den anderen auch wäre. Also das hier ist tatsächlich zeittypisch, das wird sich in vielen Fällen gar nicht verhindern lassen und diese Gummis, die gibt es auch nicht nachzukaufen. Das wäre mir nicht bekannt, dass man die irgendwo herbekommt. Ja, von außen, ich bin ja ein Freund von dem, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, Patina ist ja mittlerweile auch ein Schimpfbegriff für, ist einfach saudreckig, aber ich finde, das Gerät hat durchaus was, also das sind natürlich auch das Licht, in dem das fotografiert worden ist, aber dieses etwas dunklere Gold, das finde ich an und für sich ganz hübsch. Ja, was das ist, weiß ich gar nicht. Das Gerät hat auf jeden Fall keine Seriennummer mehr. Die müsste an der Stelle angebracht sein. Ja, hier Umbau schon auf eine normale Kaltgerätebuchse, also die Computerbuchse. Ja, schwierig. Also das Gerät wurde ja ein zweites Mal verkauft. Also sprich, es ist eine gewisse Chance da, dass der erste Verkäufer da keinen Gefallen dran gefunden hat. Warum auch immer. Ah ja, doch hier, die EM84, genau, da sieht man sie auch mal von der Seite. Schön, okay. Ja, wie gesagt, also der erste Käufer hat offensichtlich keine Freude dran gefunden und es ging dann nochmal über den Ladentisch. Warum auch immer. Der Verkäufer hat dazu jetzt nichts gesagt. Das Einzige, was ich sehe, beim ersten Mal war der Artikelzustand gebraucht und beim zweiten Mal war er defekt, also... Das kann man natürlich in dem Zeitpunkt, wo das zum ersten Mal verkauft wird, nicht wissen. Aber man sieht zumindest manche Geräte, die tauchen plötzlich zweimal auf. Und da steckt auch jedes Mal eine Geschichte dahinter. Und je ungenauer die Beschreibung ist, desto größer ist eben die Chance, dass da das ein oder andere ungesagt geblieben ist. Dann geht es ein kleines bisschen neuer weiter, aber nur ein kleines bisschen. Hier steht zum Verkauf ein EchoCord Mini. Man sieht hier die schwarze Front. Das ist also die spätere Serie von EchoCord Minis. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aus welchem Jahr die stammt, aber das ist irgendwo... Wir sind jetzt hier schon in den 70er Jahren. Das EchoCord Mini kam ja 1968 raus, das steht hier auch, aber das Gerät ist nicht von 1968, ganz sicher nicht. Ja, aber es ist
in meinem Blick ist es doch relativ clean. Also sieht eigentlich super aus. Da hat jemand schon mal sauber gemacht. Zum Inneren, also das EchoCodt Mini, da ist weitaus weniger drin, als man vielleicht noch aus den Videos zum EchoCodt Super 75 sieht. Da ist ja alles relativ eng verbaut gewesen. Beim EchoCodt Mini ist etwas weniger drin. Wir sehen aber auch hier wieder die Netzteilkondensatoren. Die scheinen alle noch die alten goldenen Rödersteins zu sein. Das heißt, die müssen unter Umständen rausfliegen. Es gibt noch mehr Elektrolytkondensatoren dieser Bauart in dem Gerät. Hier vorne an der Eingangsplatine, die sieht man hier nicht, da ist noch einer. Hier drunter ist auch einer. Der kann wichtig sein. Und was man hier sieht, ist, da ist ein Kondensator und ein Widerstand fliegend von da nach da gelötet. Diese beiden Sachen gehören an diese Stelle auch nicht. Warum die auch immer da sind. Ich habe eine Vermutung. Also was man öfters mal sieht, ist, dass hier ein Elko drauf gelötet ist. Das liegt, wie gesagt, daran, dass hier ein Elko drunter ist und diese Platine rauszufummeln, das ist mit Arbeit verbunden. Also ich will nicht, das ist auf jeden Fall möglich, das kann man machen, aber es ist mit Arbeit verbunden und deswegen hat man auch manchmal Geräte, wo einfach die neuen Komponenten auf der Rückseite einfach drauf gelötet sind. Und ich nehme an, dass das hier auch den Hintergrund in sowas hat, dass da einfach oben was drauf gelötet worden ist, um sich die Mühe des Ausbaus zu ersparen. Ja, ansonsten, ich bleibe dabei, das Gerät hier ist relativ clean. Ja, es hat vielleicht sogar schon mal einen Ersatzmotor gehabt. Vielleicht, weil in den 70ern, aber nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest, aber in den 70er Jahren waren in den Geräten auch Papstmotoren eingebaut, die nicht mehr zu warten waren. Also sprich, das Zeug hier war vergossen. Das konnte man in dem Sinne gar nicht mehr aufschrauben und deswegen war hier dann auch kein Federring mehr drin. Also vielleicht hat das Gerät mal einen Ersatzmotor gehabt, aber ist schwierig. Hängt damit zusammen, was für ein Baujahr auf den Motor aufgedruckt ist. Ich meine, vielleicht ist das auch der Punkt, warum der Verkäufer sagt von 1968. Vielleicht ist es einfach ein älterer Motor, auf dem steht als Produktionsjahr 68. Ich weiß es nicht. Aber das Gerät ist zumindest relativ clean. Hier muss definitiv was gemacht werden. Also die müssen vermutlich alle raus und noch ein paar andere. Aber das hat zumindest eine gute Substanz, würde ich jetzt mal sagen, von allem, was ich sehe. Und der Preis war 166 Euro. Schauen wir nochmal in die Beschreibung. Das ist eine lange Beschreibung. Ich habe das Gerät mit einer Fender E-Gitarre und mit einem Sennheiser Mikrofon getestet. Der Motor funktioniert normal, das Band läuft gut durch. Das Gerät ist funktionstüchtig und liefert prima Sound, gebraucht, aber nicht verbraucht. Ja, das ist meine Aussage. Das Gerät ist funktionstüchtig und liefert prima Sound. Ja. Das ist jetzt mal eine Aussage, wo der Verkäufer auch nicht zurückrudern kann, wenn man es zurückgeben will. Weil wenn er sagt, es liefert prima Sound und es liefert beschissenen Sound, dann stimmt diese Anzeige nicht. Dann war die nicht wahrheitsgemäß und dann hat man das Recht, das Gerät zurückzugeben. Punkt. Aber natürlich ist die Frage, was ist denn ein prima Sound? Da sind die Geschmäcker, gehen da ja ein bisschen auseinander. Deswegen, gebraucht, aber nicht verbraucht. Die Poti sind, alle Kontakte sollten gereinigt werden. Die Andruckrolle und das Band sollten ausgetauscht werden, absolut. Also Andruckrollen, die werden hart. Die Weichmacher, die dampfen aus den Dingern raus. Und manchmal werden die Geräte auch falsch ausgeschaltet und dann haben die Dinger Dellen. Das kennt ihr ja aus meinen Videos. Und das Band ist sowieso Verbrauchsmaterial. Also es liegt nichts Gutes in einem Vintage-Band. Für mich ist das ein relativ ehrliches Gerät. Also wie gesagt, das 1968, das würde ich jetzt mal unter Vorbehalt stellen, weil da einfach sowohl das Kassettengehäuse, also dieses Holzgehäuse, als auch die schwarze Frontplatte absolut nicht dazugehören. Das ist nicht 1968. Aber ansonsten von der Substanz, vom Preis und von der Beschreibung
ist jetzt nicht so schlecht. Also ich denke, das war kein so schlechtes Angebot. Ja, also als nächstes schauen wir uns an ein Echolette M40 zu einem, ja, gar nicht schlechten Preis. 72 Euro war das erfolgreiche Gebot. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier auf den ersten Blick schon sehen. Also wir haben hier ein Gerät, wo der Deckel durch irgendetwas orientalisch Anmutendes ersetzt worden ist. Also so sieht er nicht im Original aus. Der hat natürlich solche Langlöcher, Schlitze. Aber da hat sich jemand Mühe gemacht, einen Ersatz zu finden. Die Originalknöpfe sind nicht mehr da. Ein kompletter Satz Knöpfe, den zu finden, das ist nicht ganz so einfach. Das sind die gleichen Knöpfe wie auch bei der NG51, aber die sind selten. Und ich würde mal sagen, dass man für einen Satz aus 3 großen und 4 kleinen Knöpfen, da wird man sicherlich, wenn man die gebraucht kauft, 80 Euro mindestens für zahlen müssen. Also wenn einen das stört, dann ist der Preis plötzlich nicht mehr ganz so niedrig, weil das wird kosten. Die sind nämlich Mangelware. Ja, und was sehen wir noch? Wir sehen hier, das sind 2 Klinkenstecker, aber das sind die Schlangenbisse, von denen ich vorhin schon mal mit anderen Worten geredet habe. Also man sieht, hier waren auch DIN-Buchsen wie da und die sind ausgetauscht worden, da bleiben diese kleinen Löcher übrig. Also wir haben hier in etwas früheren M40, schauen wir uns mal die anderen Bilder an. Ja, der hat auch mal eine Delle wegbekommen, oben und unten. Das ist bei Geräten, die an Wochenenden irgendwo im Lokal standen und mit denen gespielt worden ist das nicht anders zu machen, dass die auch ein bisschen gelitten haben, also roadworn sind. Wobei man solche Dellen, die kriegt man auch raus, weil das ist wirklich... Das Blech kann man teilweise mit der Hand biegen, also das ist nicht wirklich schlimm. Ja, wie gesagt, da sehen wir nochmal die beiden Klinkenbuchsen, die ausgetauscht worden sind. Ja, besonders schön ist es nicht gemacht worden. Ja, wir haben schon ein Gerät aus der Martiusstraße, also sprich, das ist ab 1963, aber aus irgendeinem Grund steht das auf dem Kopf, das ist ja witzig. Weiß ich nicht, ob das ab Werk so war. Es ist auf jeden Fall noch es ist ein früheres Modell, es hat noch einen 100 Volt Anschluss. Also für so ELA-Boxen 100 Volt. Ein Bild von innen gibt es auch, ja. Beim M40 sind ja 2 Serien zu unterscheiden. Einmal der, wo die Röhren direkt auf dem Stahlboden sitzen, auf dem Blechboden. Und dann gibt es das spätere Modell mit einer Platine und das ist mit Vorsicht zu genießen, weil diese Platinen von den Röhren auch getoastet werden können. Also die Hitze der Röhren kann bei den Platinenmodellen erhebliche Schäden anrichten, die schwierig zu beheben sind unter Umständen. Das kann nicht jeder. Deswegen, man geht immer einigermaßen auf Nummern sicher, wenn man wirklich so ein frühes Modell nimmt, weil das ist normalerweise eine ganz gute Substanz. Der hier allerdings, der hat natürlich die ganzen Röhren fehlen, die Gleichrichterröhren sind noch drin. Alte Kondensatoren, Becher-Elkos, also die 2 müssen auf jeden Fall weg, bei dem muss man gucken. Und was auch oft ist, ich habe ja gesagt, die Röhren werden heiß und diese Räntelschrauben hier, die für die Tone Control sind, die war bei den Geräten noch innen, bei späteren Geräten gab es da eine zweite Reihe Knöpfe außen. Die schmelzen halt oft vor Hitze dahin und das ist nicht schön, aber tja, was will man machen? Also das sieht man leider relativ häufig. Auch hier gibt es was auszutauschen. Also bei dem Gerät muss man ein bisschen was noch reinstecken. Also insofern, der Verkaufspreis war schon relativ günstig, aber dabei bleibt es bei diesem Gerät definitiv nicht. Ich denke schon, das Gerät ist für den Preis gar nicht schlecht gewesen. Also ein bisschen günstiger wäre noch besser gewesen. Also mein Preis für solche Geräte wäre vielleicht eher so 40 Euro. Ja, und dann kann man da auch noch Geld reinstecken, das reparieren zu lassen. Aber das ist noch nicht, das ist noch ein ganz guter Preis.
Und ich denke, das Gerät kriegt man auch wieder hin, aber mit fehlenden Röhren und Reparatur, also ich würde mal sagen, so 250 € wird man hier bestimmt noch reinstecken, um das wieder so schön zu bekommen, wie das hätte sein können. Ja, jetzt haben wir ein paar Negativbeispiele gehabt, ein paar neutrale Beispiele. Jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an, was ich persönlich super finde. Also bei dem hätte man eigentlich zuschlagen müssen, vermutlich. Wir haben ja wieder einen Echolette M80. Der ist für 123 € über den Tisch gegangen. Also da haben auch ein paar Leute mitgeboten. Und was ich bei dem Gerät super finde, ist erstmal sind alle Knöpfe da. Das sieht alles noch super aus, keine Kratzer. Und es sieht mir danach aus, als ob hier tatsächlich noch die Original EL503 drin sind. Wie gesagt, also die werden ja für über 100 € das Stück verkauft, und wenn die noch da drin sind und sie wären auch noch in einem guten Zustand, dann wäre das eigentlich ein echt super Angebot. Ja, mal gucken, was der Verkäufer dazu schreibt. Dieser M80 Röhrenmischverstärker mit 4 Eingängen befindet sich sowohl technisch als auch äußerlich in einem altersentsprechend guten Zustand. Außer typischem Kratzen einiger Potis hat ein ausführlicher Test aller Eingänge keine Mängel gezeigt. Ja, Kratzen einiger Potis, das kann mehrere Ursachen haben. Die einfachste Ursache wäre natürlich, dass ein Poti schmutzig ist. Aber Poti-Kratzen kann auch als Ursache haben, dass da eine hohe Gleichspannung drauf ist oder eine Gleichspannung drauf ist. Dann kratzen Potis nämlich auch. Und das würde ja darauf hindeuten, dass da irgendwelche Koppelkondensatoren nicht in Ordnung sind. Also, was ich damit einfach sagen will, ist, Kratzen von Potis nicht gleichsetzen mit, naja, das ist ein bisschen schmutzig, da sprühe ich ein bisschen Tesla 0 rein und dann sind die wieder toll. Das kann auch andere Gründe haben, die dann vielleicht ein bisschen mehr Aufwand erwarten. Ja, was steht hier noch? Der Vollröhrenverstärker M80 ist ein leistungsstarker Kassettenmischverstärker von Echolette mit Endröhren EL503, der eine Weiterentwicklung des legendären M40 für die Verstärkung von Mikrofonen und Instrumenten ist. Aus eigener Erfahrung darf ich bestätigen, dass dieser Verstärker sehr gut geeignet ist für Gitarre, Bass oder Orgel. Nicht nur im Proberaum, sondern auch für kleine Gigs, ja. Garantie und Gewährleistung schließe ich aus, weil dies ein Privatverkauf ist. Die Fotos sind aktuell, meine Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Der Verstärker kann nach vorheriger Terminabsprache bei mir getestet werden. Ja, und das würde ich tatsächlich, wenn das in der Nähe ist, auch machen, weil wenn das ein Verkäufer schon anbietet und diese Auktion auch noch ein paar Tage läuft und ihr das zeitlich hinbekommt und räumlich, dann geht da einfach hin und testet das Gerät, weil was Besseres gibt es doch gar nicht. Man kann viele Worte loswerden und man kann viele Bilder machen, aber man kann es auch testen und weiß dann wirklich, inwiefern einem das Gerät auch gefällt, inwiefern es funktioniert. Und wenn das angeboten wird und das räumlich und zeitlich machbar ist, würde ich das immer machen. Ich würde auch sowieso lieber solche alten Röhrenverstärker, soweit es geht, auch selbst abholen. Manche Leute möchten das auch gar nicht versenden. Wie sieht es eigentlich hier aus? Der Verkäufer, der hat Versand angeboten, okay. Weil mir hat die Post auch schon mal eine NG51 kaputtgeschmissen. Sowas passiert leider immer wieder und das ist halt echt ärgerlich. Ich habe es zu Beginn dieses Videos ja fast schon befürchtet, die Liste der Sachen, die ich hier zeigen und besprechen wollte, ist doch recht lang gewesen. Deswegen musste ich dieses Video jetzt in mehrere Videos aufteilen. Es werden insgesamt 3 Folgen. Und wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen Cut und schließen das erste Video aus der Kaufberatungsreihe ab. Und die nächsten 2 Teile mit noch mehr interessanten und diskussionsbedürftigen Geräten, die wird es dann in den 2 folgenden Wochen geben. Ja, bis dahin, ich sag Tschüss, macht's gut, Ade.